Was wäre, wenn die bekannteste Frühstücksflocke der Welt erfunden wurde, um Masturbation zu verhindern? So absurd das klingt, genau diese Vorstellung spielte bei der Entstehung der Cornflakes tatsächlich eine Rolle. Der Mann hinter den Cornflakes war kein Lebensmittelunternehmer, er war Arzt und er war überzeugt, dass sexuelles Verlangen den Körper krank machen konnte. Fleisch, Gewürze, Kaffee, Alkohol, für ihn gehörte all das zum selben Problem. Seine Antwort darauf war eine möglichst einfache Ernährung, wenig Reiz, wenig Genuss, möglichst wenig von allem, was den Körper anregen könnte. Cornflakes waren Teil dieses Plans. Sein Name war John Harvey Kellogg. In Battle Creek, Michigan, leitete er ein Sanatorium, das zu einer der berühmtesten Gesundheitseinrichtungen Amerikas wurde. Industrielle, Politiker und Millionäre reisten an, um sich von ihm behandeln zu lassen. Henry Ford kam, John D. Rockefeller kam. Menschen, die gewohnt waren, selbst zu bestimmen, hörten plötzlich auf einen Mann, der glaubte, selbst ihre intimsten Triebe medizinisch kontrollieren zu können. Und seine Vorstellungen darüber, wie Menschen leben sollten, wurden mit den Jahren nicht harmloser. Später unterstützte Kellogg Ansichten zur menschlichen Fortpflanzung, die als Eugenik bekannt wurden, und gründete Organisationen, die sich mit der sogenannten Rassenverbesserung befassten. Doch bevor seine Überzeugungen so weit gingen, führten sie zu etwas viel Alltäglicherem, zu etwas, das heute in Millionen Küchen steht. Und während einige der mächtigsten Männer Amerikas später seinen Rat suchten, hatte Kellogg selbst eine Vorstellung vom richtigen Leben, die selbst für seine Zeit ungewöhnlich streng war. Er erzählte später, dass er seine Hochzeitsnacht nicht mit seiner Frau verbrachte, sondern mit der Arbeit an einem Buch über sexuelle Enthaltsamkeit. Um zu verstehen, wie ein Mann mit solchen Überzeugungen das Frühstück von Millionen Menschen verändern konnte, müssen wir zurück an den Ort, an dem für ihn Gesundheit, Religion und Moral noch dasselbe bedeuteten. Battle Creek, Michigan, 1866. Battle Creek war damals weit mehr als eine kleine Stadt in Michigan. Hier hatte die Seventh-day Adventist Church ihr Zentrum aufgebaut, eine junge protestantische Gemeinschaft, in der Religion nicht an der Kirchentür endete. Der Körper galt als Tempel Gottes. Alkohol und Tabak waren tabu, auch Fleisch und Kaffee wurden abgelehnt. Gesundheit war keine private Angelegenheit. Sie war eine moralische Pflicht. Genau in dieser Welt wuchs John Harvey Kellogg auf. Kellogg fiel früh auf. Die Adventisten sahen in ihm jemanden, der ihre Vorstellungen von Gesundheit mit moderner Medizin verbinden konnte, und unterstützten schließlich seine Ausbildung. Er studierte unter anderem am Bellevue Hospital Medical College in New York und kehrte als ausgebildeter Arzt nach Michigan zurück. Doch Medizin bedeutete für Kellogg bald mehr als Krankheiten zu behandeln. Er war überzeugt, seinen Patienten auch sagen zu können, wie sie essen, schlafen und ihren Alltag führen sollten. Zurück in Battle Creek übernahm er das kleine Western Health Reform Institute der Adventisten. Was er dort vorfand, war eine kaum bekannte Gesundheitseinrichtung. Was er daraus machte, zog später Patienten aus dem ganzen Land an. Er vergrößerte das Haus, gab ihm einen neuen Namen und formte es immer stärker nach seinen eigenen Vorstellungen. Das Battle Creek Sanitarium, in der Stadt einfach der San genannt, war kein Krankenhaus im heutigen Sinn. Wer hierher kam, bekam deshalb weit mehr als eine medizinische Behandlung. Kellogg griff praktisch in den gesamten Alltag seiner Patienten ein. Er bestimmte, was sie aßen, wie sie schliefen, wie sie sich bewegten und welche Gewohnheiten sie ablegen sollten. Für ihn gehörte all das zur Medizin. Und irgendwann gehörte auch ihr Sexualleben dazu. Manche seiner Behandlungen wirkten selbst damals ungewöhnlich. Patienten wurden von mechanischen Apparaten massiert, saßen in elektrischen Bädern und erhielten Darmbehandlungen, darunter auch Einläufe mit Joghurt. Kellogg war überzeugt, dass sich im Verdauungssystem die Ursache eines großen Teils menschlicher Krankheiten verbarg. Also behandelte er den Darm mit derselben Entschlossenheit, mit der er später versuchte, menschliches Verlangen zu kontrollieren. Mit der Zeit sprach sich Kelloggs Ruf weit über Michigan hinaus herum. Je berühmter das Sanitarium wurde, desto größer wurde auch seine Autorität. Problematisch wurde das vor allem dort, wo Kellogg persönliche Moral und Medizin nicht mehr voneinander trennte. Sexuelle Enthaltsamkeit war für ihn keine private Entscheidung. Sie war Teil seiner Medizin. Für John Harvey Kellogg bedeutete richtig zu leben deshalb auch, die eigenen sexuellen Triebe dauerhaft zu beherrschen. Dabei ging es ihm längst nicht mehr nur um religiöse Disziplin. Er war überzeugt, dass davon die körperliche und geistige Gesundheit eines Menschen abhing. 1877 veröffentlichte Kellogg Plain Facts for Old and Young. Darin behandelte er sexuelle Enthaltsamkeit nicht nur als Frage der Moral, sondern als medizinische Notwendigkeit. Masturbation machte er für eine erstaunliche Zahl körperlicher und psychischer Beschwerden verantwortlich. 39 vermeintliche Warnzeichen führte er auf, von Akne und Sehproblemen bis zu Rückenschmerzen und schlechten Träumen. Und weil Kellogg glaubte, eine Krankheit zu bekämpfen, hielt er auch Maßnahmen für vertretbar, die heute kaum noch als Behandlung bezeichnet würden.
Für Jungen empfahl er in bestimmten Fällen eine medizinische Prozedur, die heutzutage als extrem umstritten und schmerzhaft angesehen würde, mit der Begründung, dies solle bestimmte Verhaltensweisen konditionieren. Und Kellogg machte daraus kein Geheimnis. Diese Empfehlungen standen in seinen veröffentlichten Schriften und waren Teil dessen, was er damals als Medizin vertrat. 1879 heiratete er Ella Ervilla Eaton. Gemeinsam nahmen sie im Laufe ihres Lebens zahlreiche Kinder in ihren Haushalt auf. Was das alles mit Cornflakes zu tun hat, zeigt sich ausgerechnet beim Essen. Denn für Kellogg gehörten Ernährung, Gesundheit und sexuelle Selbstkontrolle zum selben System. Im Sanitarium setzte er diese Überzeugung praktisch um. Auf dem Speiseplan blieben vor allem einfache Lebensmittel, Getreide, Obst, Gemüse und Milch. Irgendwo darin, glaubte Kellogg, musste sich das ideale Frühstück finden lassen. In den Küchen des Sanitariums begann eine lange Reihe von Versuchen. Getreide wurde gekocht, gewalzt und gebacken, immer wieder in anderer Form und Konsistenz. Das Ziel war ein Essen, das bekömmlich war, satt machte und möglichst wenig Reiz ausübte. Vieles davon mochte seinen medizinischen Vorstellungen entsprechen. Besonders appetitlich war es offenbar nicht. Um 1894 blieb bereits gekochter Weizen länger liegen als vorgesehen. Doch als die Masse trotzdem durch die Walzen geschickt wurde, geschah etwas Unerwartetes. Statt eines zusammenhängenden Teigs löste sich das Getreide in dünne einzelne Flocken. Sie warfen sie nicht weg, sie rösteten sie. Das Ergebnis war knusprig, leicht und überraschend angenehm. Eines der bekanntesten Frühstücksprodukte der Welt begann nicht mit einem genialen Rezept. Es begann mit Getreide, das zu lange stehen geblieben war. Kellogg ließ die neuen Flocken im Sanitarium servieren. Und zum ersten Mal geschah etwas, das bei seinen nüchternen Diätprodukten keineswegs selbstverständlich war. Die Patienten wollten mehr davon. Wenn euch solche Geschichten hinter bekannten Marken interessieren, könnt ihr den Kanal abonnieren, genau darum geht es hier. Einige fragten sogar nach Möglichkeiten, die Flocken auch nach ihrer Abreise zu bekommen. Für John Harvey war das ein Erfolg seiner Ernährungslehre. Für einen anderen Mann im selben Gebäude bedeutete es etwas völlig anderes. Sein jüngerer Bruder Will sah dieselben Flocken, dieselben begeisterten Patienten und dieselben Anfragen. Aber er sah etwas, das John nicht sehen wollte. Einen Markt. Will Keith Kellogg war 7 Jahre jünger als John Harvey. Und fast sein ganzes frühes Leben hatte ihm gezeigt, welcher der beiden Brüder als der Bedeutende galt. John galt früh als der Begabte und bekam von der Gemeinde die Chance auf eine medizinische Ausbildung. Bei Will verlief das Leben unspektakulärer. Er verließ die Schule früh, arbeitete im Besengeschäft seines Vaters und verkaufte zeitweise von Tür zu Tür. Dabei lernte er etwas, das in der Familie zunächst kaum jemand für besonders wichtig hielt, wie man ein Produkt an Menschen brachte. Damals sprach wenig dafür, dass ausgerechnet diese Erfahrung einmal entscheidend werden würde. Jahre später sollte Will damit etwas anfangen können, das seinem Bruder nie besonders lag. Dann brauchte John Harvey Hilfe. Das Sanitarium wuchs schneller, als er es allein verwalten konnte. Er brauchte jemanden, dem er vertraute, jemanden, der die Arbeit im Hintergrund erledigte, während er selbst nach außen zum Gesicht der Institution wurde. Also holte er seinen jüngeren Bruder nach Battle Creek. Für Will klang das zunächst nach einer Chance. Es wurde zu einer Rolle, aus der er fast ein Vierteljahrhundert lang nicht mehr herauskam. Will führte die Bücher, kümmerte sich um Lieferanten und Korrespondenz, koordinierte Mitarbeiter und fing einen großen Teil dessen auf, was John Harvey im Alltag nicht selbst erledigen wollte. Vieles von dem, was das Sanitarium organisatorisch zusammenhielt, lief über seinen Schreibtisch. Nach außen war davon allerdings wenig zu sehen. John Harvey schrieb Bücher, hielt Vorträge und behandelte berühmte Patienten. Sein Name wurde mit dem Sanitarium verbunden. Will erledigte weiter einen großen Teil der Arbeit im Hintergrund und bekam dafür weder denselben Status noch dieselbe Anerkennung. Und das Verhältnis zwischen den Brüdern machte jeden Unterschied im Rang spürbar. Wenn John Harvey mit dem Fahrrad über das Gelände fuhr und ihm ein Gedanke kam, musste Will nebenherlaufen, um ihn aufzuschreiben. Selbst wenn der Arzt auf der Toilette saß, diktierte er weiter und erwartete, dass sein Bruder mit Stift und Papier bereitstand. Will sollte ihn nicht John nennen. Für ihn war sein eigener Bruder Dr. Kellogg. Jahre wurden daraus, dann Jahrzehnte. In seinen Briefen taucht mit der Zeit eine andere Seite von Will auf. Er schrieb über seine Frustration, darüber, dass sein Bruder ihn nicht als Gleichwertigen behandelte und über den Wunsch nach einem Leben, das ihm selbst gehörte. Vor allem wollte er irgendwann nicht mehr nur der jüngere Bruder von Dr. Kellogg sein. John Harvey änderte wenig und Will blieb. Doch während Will im Hintergrund blieb, bemerkte er etwas, das sein Bruder unterschätzte. Patienten verließen Battle Creek und wollten die Flocken weiter essen. Briefe kamen von Menschen, die wissen wollten, wie sie das Produkt bekommen konnten, ohne überhaupt Patient des Sanitariums zu sein. Und dann zeigte ihm ausgerechnet ein ehemaliger Patient seines Bruders, wie viel Geld in dieser Idee steckte. Charles William Post war 1891 als Patient nach Battle Creek gekommen. Er sollte sich dort erholen.
Doch während seines Aufenthalts tat er noch etwas anderes. Er beobachtete, was Kellogg seinen Patienten servierte und warum sie es mochten. Wenige Jahre später war Post kein Patient mehr. Er war Konkurrent. 1895 gründete Post sein eigenes Unternehmen. Er brachte Grape Nuts auf den Markt und später Post Toasties, geröstete Maisflocken, die verdächtig nah an dem lagen, womit in Battle Creek längst experimentiert worden war. Post tat genau das, wozu John Harvey sich weigerte. Er schaltete Anzeigen, verteilte Coupons und verwandelte die Gesundheitsideen aus Battle Creek in Werbeversprechen für ein Massenpublikum. Und es funktionierte. Während John Harvey seine Flocken weiter als Teil einer Gesundheitslehre betrachtete, machte Post aus einem ähnlichen Produkt ein wachsendes Geschäft. Beide Brüder sahen, wie Post reich wurde. Für Will bewies dieser Erfolg vor allem eines: Jemand würde diesen Markt aufbauen. Wenn die Kelloggs es nicht taten, würde es jemand anderes tun. Will versuchte, seinen Bruder umzustimmen. Er wollte die Produktion ausweiten, die Flocken bewerben und geschmacklich so verändern, dass Menschen sie nicht aus medizinischer Disziplin aßen, sondern weil sie ihnen gefielen. John Harvey sagte nein. Will brachte das Thema wieder auf. Später noch einmal. Doch an der Antwort änderte sich nichts. Für John war die Kommerzialisierung eine Verfälschung seiner Idee. Für Will wurde die Weigerung seines Bruders mit jedem Jahr schwerer zu ertragen. Wenn ihr an diesem Punkt zwischen den beiden wählen müsstet, wer hatte für euch recht, John oder Will? Will wusste inzwischen ziemlich genau, was er tun wollte. Trotzdem tat er es lange nicht. Einen Markt zu erkennen war eine Sache. Sich nach 20 Jahren gegen den eigenen Bruder zu stellen, war etwas völlig anderes. In einem Brief an seinen Sohn schrieb Will in dieser Zeit sinngemäß: Er wünschte, er wäre ein anderer Mensch. Jemand mit dem Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Er war damals 44 Jahre alt. Und plötzlich musste er sich eine unangenehme Frage stellen. Wenn er jetzt nicht ging, wann dann? 2 Jahre später gab er sich selbst die Antwort. 1906 gründete Will die Battle Creek Toasted Cornflake Company. Nach all den Jahren unter seinem Bruder hatte er damit zum ersten Mal ein Unternehmen, über das er selbst bestimmen konnte. John Harvey war damit keineswegs einverstanden. Und die Frage, wem die Flocken, der Name und am Ende sogar das Recht auf Kellogg gehörten, würde die beiden Brüder noch vor Gericht bringen. Doch bevor es soweit kam, musste Will erst beweisen, dass seine Idee überhaupt funktionierte. Will behandelte die Flocken von Anfang an anders als sein Bruder. Er gab ihnen mehr Geschmack, experimentierte mit Malzaroma und in frühen Varianten auch mit etwas Zucker. Vor allem hörte er auf, das Produkt wie eine medizinische Vorschrift zu behandeln. Er schaltete Anzeigen, verteilte Coupons und ließ Menschen die Flocken probieren. Niemand sollte sie essen, weil ein Arzt es verlangte. Sie sollten sie essen, weil sie ihnen gefielen. Dann setzte Will etwas auf die Verpackung, das mehr bedeutete als ein Logo, seinen eigenen Namen. Nicht einfach gedruckt, sondern als handschriftliche Unterschrift: B.K. Kellogg. Sie sollte den Käufern Qualität garantieren. Für Kunden war diese Unterschrift ein Versprechen. Für Will war sie etwas Persönlicheres. 2 Jahrzehnte lang hatte er Briefe im Namen seines Bruders geschrieben. Jetzt schrieb er seinen eigenen Namen auf ein Produkt, das ihm selbst gehören sollte. John Harvey sah darin keine Weiterentwicklung seiner Idee, sondern eine Verfälschung. Für ihn hatte Will aus einem Gesundheitsprodukt etwas gemacht, das genau mit den Dingen arbeitete, die er ablehnte: Geschmack, Werbung und Konsumlust. Der Streit wurde schließlich juristisch. John Harvey wollte verhindern, dass sein Bruder den Familiennamen für das Geschäft mit Frühstücksflocken beanspruchte. Damit ging es längst nicht mehr nur um ein Rezept. Es ging darum, wem der Name Kellogg überhaupt gehörte. John Harvey verlor. Der Bruder, der jahrzehntelang Dr. Kellogg sagen musste, bekam schließlich das Recht, Kellogg auf seine eigenen Packungen zu schreiben. Will behielt den Namen für das Geschäft mit den Flocken. Und aus der kleinen Firma in Battle Creek wurde Schritt für Schritt ein nationales Unternehmen. Spätestens jetzt hatten die Flocken mit John Harveys ursprünglicher Vorstellung nur noch wenig gemeinsam. Er hatte sie entwickelt, um Reize zu begrenzen. Will baute ein Geschäft darauf auf, Menschen Lust auf genau dieses Produkt zu machen. Wills Version verkaufte sich. Am Verhältnis zu seinem Bruder änderte der juristische Erfolg allerdings nichts. Die Brüder lebten weiter in derselben Stadt und gingen aneinander vorbei, wenn sie sich begegneten. Dieser Bruch würde Jahrzehnte überdauern. Währenddessen wuchs Wills Unternehmen weiter. Doch bevor Kellogg's zu einer nationalen Marke werden konnte, musste es zunächst einen Markt überleben, der plötzlich voller Konkurrenten war. 1906 war Battle Creek noch immer eine mittelgroße Stadt in Michigan. Doch rund um die neue Frühstücksidee geschah etwas Absurdes. Innerhalb weniger Jahre entstanden dort Dutzende von Getreidefirmen. Der Erfolg von Kellogg und Post lockte Unternehmer aus dem ganzen Land nach Battle Creek. Die Menschen wollten ein Frühstück, das schnell ging, nicht gekocht werden musste und sich trotzdem gesund anfühlte. Ob jedes dieser Versprechen einer genaueren Prüfung standhielt, spielte im Alltag oft eine geringere Rolle als die Bequemlichkeit. Battle Creek bekam bald einen neuen Spitznamen: Cereal City. Für eine Stadt mit nur rund 30.000 Einwohnern war die Dichte absurd.
Zeitweise kämpften dort 44 Getreideunternehmen um denselben Platz auf dem amerikanischen Frühstückstisch. Die meisten dieser Firmen verschwanden wieder. Manche gingen bankrott, andere wurden geschluckt, wieder andere hatten ihren Produkten so große Gesundheitswirkungen zugeschrieben, dass die Versprechen irgendwann gegen sie selbst arbeiteten. Der Markt wuchs schnell, aber er verzieh wenig. Kellogg's blieb. In diesem Gedränge reichte es nicht, gute Flocken herzustellen. Will musste dafür sorgen, dass Menschen ausgerechnet nach Kellogg's griffen. Und dafür nutzte er Methoden, die für einen Lebensmittelhersteller damals ungewöhnlich waren. 1906 setzte Will einen erheblichen Teil seines jungen Unternehmens auf eine einzige Idee. Er schaltete eine große Anzeige im Ladies Home Journal, einer Zeitschrift, die Millionen amerikanischer Haushalte erreichte. Doch statt den Lesern lange zu erklären, warum Cornflakes gesund sein sollten, machte er ihnen ein viel einfacheres Angebot. Schicken Sie uns eine Postkarte und wir schicken Ihnen eine Probe. Das Risiko war offensichtlich. Wenn niemand schrieb, hatte Will viel Geld für eine leere Seite ausgegeben. In der ersten Woche kamen 30.000 Postkarten. Damit besaß Will plötzlich die Namen und Adressen von 30.000 Menschen, die bereits Interesse an seinem Produkt gezeigt hatten. Für einen Unternehmer im Jahr 1906 war das ein Schatz. Er schickte die versprochenen Proben, aber dabei blieb es nicht. Später folgten Coupons, Angebote und Rezepte. Wer einmal geschrieben hatte, blieb damit auch nach der ersten Bestellung für Kellogg's erreichbar. Will machte Werbung bald zu einem festen Teil des Unternehmens. 1907 stellte er einen Spezialisten ein, dessen Aufgabe nicht Produktion oder Verkauf war, sondern allein die Frage, wie Kellogg's Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Danach folgten neue Medien, sobald sie interessant wurden. Werbung im Kino, später im Radio. Will wartete nicht immer darauf, bis ein Medium bereits überall angekommen war. Er wollte dort sein, bevor seine Konkurrenten es waren. Dann kam eine Krise, in der genau diese Risikobereitschaft gefährlich werden konnte. Während des Ersten Weltkriegs wurden Zucker und andere Rohstoffe knapp. Viele Hersteller fuhren ihre Produktion zurück. Will ging in die andere Richtung. Er passte Rezepturen an, suchte Ersatz für knappe Rohstoffe und investierte weiter in die Produktion. Als der Krieg vorbei war, hatte Kellogg's Kapazitäten aufgebaut, während andere noch versuchten, wieder auf den alten Stand zu kommen. Mit der Great Depression wurde diese Strategie noch riskanter. Überall kürzten Unternehmen ihre Ausgaben und Werbung gehörte oft zu den ersten Posten, die gestrichen wurden. Während Unternehmen im ganzen Land ihre Werbeausgaben zusammenstrichen, erhöhte Will Kellogg seine. Dahinter stand eine riskante Rechnung. Gerade weil seine Konkurrenten weniger warben, konnte Kellogg's mit demselben Geld stärker auffallen. Außerdem setzte Will darauf, dass Verbraucher in unsicheren Zeiten eher zu einer Marke griffen, die sie bereits kannten. Cornflakes waren günstig genug für schwierige Zeiten und bekannt genug, um vertraut zu wirken. Während viele Unternehmen schrumpften, gewann Kellogg's weiter an Boden. Und Will wurde schließlich so wohlhabend, wie es in den Jahren am Schreibtisch seines Bruders kaum vorstellbar gewesen wäre. Der Mann, der einmal neben einem Fahrrad hergelaufen war, um Johns Gedanken mitzuschreiben, bestimmte nun selbst, wohin ein nationales Unternehmen ging. Doch mit seinem Erfolg veränderte sich auch das Produkt immer weiter und irgendwann auf eine Weise, die selbst Will nicht mehr vollständig kontrollieren würde. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfernte sich Kellogg's noch weiter von John Harveys ursprünglicher Idee. 1952 erschien Tony the Tiger auf den Packungen von Frosted Flakes. Mit den schlichten Flocken, die John Harvey einst seinen Patienten serviert hatte, hatte dieses Produkt nur noch wenig gemeinsam. Sie waren mit Zucker überzogen. Der Zucker war keine kleine Ergänzung. Er gehörte zum Versprechen des Produkts. Tony war freundlich, laut und sofort wiederzuerkennen. Mit seinem roten Halstuch, seiner überdrehten Stimme und dem Ruf "They're great" sprach er nicht mehr in erster Linie Eltern an. Er sprach mit Kindern. Hinter dieser scheinbar einfachen Comicfigur steckte sorgfältige Marktforschung. Varianten wurden getestet, Kinder reagierten darauf, welche Version sympathischer oder aufregender wirkte, und Tony wurde Schritt für Schritt zu der Figur geformt, die am zuverlässigsten Aufmerksamkeit bekam. Doch in der Werbung stand etwas anderes im Mittelpunkt. Tony spielte Football, warf Basketbälle und verband die Schüssel am Frühstückstisch mit Energie, Sport und Stärke. Das Produkt war süß. Das Bild dazu war gesund. Mit Tony hatte sich etwas Grundsätzliches verschoben. Kellogg's sprach nicht mehr nur die Eltern an, sondern direkt ihre Kinder. John Harvey Kellogg hatte mit seinen frühen Getreideprodukten eine Ernährung schaffen wollen, die Verlangen dämpfte. Wenige Jahrzehnte später beschäftigte das Unternehmen, das seinen Namen trug, ganze Werbeabteilungen damit, Verlangen zu erzeugen, diesmal bei Kindern. Die ursprüngliche Idee hatte sich damit praktisch ins Gegenteil verkehrt. Was meint ihr? War das einfach kluges Marketing oder hatte das mit Kellogg's ursprünglicher Idee längst nichts mehr zu tun? Und Tony war erst der Anfang. Bald verkaufte Kellogg's auch Vorstellungen davon, was gesund, schlank oder richtig war. 1955 kam Special K auf den Markt. Die Flocken wirkten leicht, schlicht und kontrolliert, genau das Gegenteil eines üppigen Frühstücks.
Und Kellogg's verkaufte damit nicht nur eine neue Sorte. Die Marke verband das Produkt zunehmend mit einer Vorstellung, die für Millionen Menschen sehr persönlich war: dem Wunsch, schlanker zu sein. Später wurde daraus der Special K 2-Wochen-Plan. 2 Mahlzeiten am Tag sollten zeitweise durch Special K ersetzt werden. Die Werbung zeigte Vorher-Nachher-Geschichten und Frauen, die davon erzählten, wieder in ihre alten Hosen zu passen. Damit bekam Special K ein Versprechen, das weit über Frühstück hinausging. Wer dieses Produkt wählte, sollte sich auch seinem gewünschten Körper näher fühlen. Der entscheidende Punkt war allerdings weniger spektakulär als die Werbung. Wer 2 größere Mahlzeiten durch kleinere Portionen ersetzt und dadurch insgesamt weniger Kalorien aufnimmt, kann Gewicht verlieren. Dafür brauchte es keine besondere Eigenschaft von Special K. Solche Versprechen riefen irgendwann auch Regulierungsbehörden auf den Plan. Einzelne Werbeaussagen mussten eingeschränkt oder anders formuliert werden. Kellogg's reagierte darauf, ohne die Positionierung grundsätzlich aufzugeben. Special K blieb das Produkt für Menschen, die beim Frühstück bewusst auf Gewicht und Ernährung achten wollten. Der Grundgedanke reichte erstaunlich weit zurück. Schon John Harvey hatte Nahrung mit Gesundheit und Selbstkontrolle verbunden. Jahrzehnte später funktionierte diese Verbindung noch immer. Zu Will Kellogg's Geschichte gehört allerdings noch eine Seite, die zu diesem Bild nicht ganz passen will. 1930, mitten in der Great Depression, gründete er die W.K. Kellogg Foundation. Will stattete die Stiftung schließlich mit einem Vermögen aus, das sich auf Dutzende Millionen Dollar belief, mitten in einer Zeit, in der Millionen Amerikaner selbst um ihre wirtschaftliche Existenz kämpften. Das Geld sollte vor allem Kindern und Familien zugutekommen, denen solche Chancen fehlten. Das passt nicht ganz zu dem einfachen Bild eines Mannes, dem es nur um Wachstum und Verkauf ging. Die Stiftung überlebte ihren Gründer und wurde zu einer der großen philanthropischen Institutionen der Vereinigten Staaten. Bis heute finanziert sie Projekte rund um Kinder, Bildung, Gesundheit und benachteiligte Gemeinschaften. Wills vielleicht dauerhaftestes Vermächtnis liegt deshalb nicht nur in den roten Packungen eines Supermarkts, sondern auch in dem Vermögen, das er aus dem Unternehmen wieder herausnahm. Als Will Kellogg 1951 im Alter von 91 Jahren starb, war von dem jungen Mann, der einst im Schatten seines Bruders die Bücher geführt hatte, kaum noch etwas übrig. John Harvey war bereits 8 Jahre zuvor gestorben. Doch kurz vor seinem Tod hatte er noch einmal versucht, die jahrzehntelange Distanz zu seinem Bruder zu überwinden. Er schrieb Will einen Brief. Will öffnete ihn nicht. John Harvey Kellogg starb 1943 im Alter von 91 Jahren, ohne zu wissen, ob sein Bruder seine letzten Worte jemals lesen würde. Beide Brüder wurden 91 Jahre alt. Der eine wollte mit Ernährung Menschen verändern. Der andere erkannte, dass man mit denselben Lebensmitteln einen Markt verändern konnte. Am Ende hinterließen beide etwas, das der jeweils andere wahrscheinlich nur schwer akzeptiert hätte. John bekam nie die Welt, die er sich vorgestellt hatte. Will bekam das Unternehmen, aber seinen Bruder bekam er nicht zurück. Mit dem Tod der Brüder endete ihr persönlicher Konflikt. Kellogg selbst stand zu diesem Zeitpunkt allerdings erst am Anfang seiner internationalen Geschichte. Nun musste Kellogg's etwas schaffen, das deutlich schwieriger war, als in Amerika weitere Packungen zu verkaufen. In anderen Ländern gab es diese Art von Frühstück teilweise überhaupt nicht. In den folgenden Jahrzehnten expandierte Kellogg's immer stärker in Märkte, in denen eine Schüssel kalter Frühstücksflocken keineswegs selbstverständlich war. Deutschland, Japan, Brasilien oder Indien hatten eigene Frühstückstraditionen, eigene Geschmäcker und eigene Gewohnheiten. Kellogg's musste dort also mehr tun, als Cornflakes zu verkaufen. Das Unternehmen musste Menschen zunächst davon überzeugen, dass Frühstück überhaupt so aussehen konnte. Das war schwieriger, als einfach eine neue Marke bekannt zu machen. Denn Kellogg's musste nicht nur einen Platz im Supermarkt erobern, sondern einen Platz am Frühstückstisch. Dort warteten bereits Gewohnheiten, die älter waren als das Unternehmen selbst. Brot, warme Speisen, gemeinsames Essen, regionale Traditionen. Eine rote Packung aus Amerika musste gegen Dinge antreten, über die niemand bewusst nachdachte, weil sie längst zum Alltag gehörten. Genau darin lag die eigentliche Herausforderung. Kellogg's musste Menschen nicht erklären, warum seine Cornflakes besser waren. Es musste ihnen erst einen Grund geben, morgens überhaupt Cornflakes essen zu wollen. Und dafür reichte selbst Tony the Tiger nicht überall aus. In Deutschland wuchs in den 1980er und 1990er Jahren eine Generation heran, die Tony the Tiger aus dem Fernsehen kannte und Cornflakes nicht mehr als amerikanische Besonderheit wahrnahm. Für viele gehörten sie einfach zur Kindheit. Irgendwann wirkte die Schüssel Cornflakes am Morgen nicht mehr amerikanisch. Sie war einfach da. Ein amerikanisches Produkt wurde so Stück für Stück Teil völlig unterschiedlicher Alltagskulturen. Aber nicht überall funktionierte das so gut wie in Deutschland. Manche Märkte blieben deutlich schwerer zu erobern. Und Kellogg's musste lernen, dass sich dieselbe Frühstücksidee nicht überall auf dieselbe Weise verkaufen ließ. Also passte sich das Unternehmen an. Geschmäcker, Verpackungen und Werbung wurden lokaler, während die Grundidee dieselbe blieb.
Kellogg's wollte Teil des Morgens werden, egal wie dieser Morgen vorher ausgesehen hatte. Doch irgendwann begann sich auch dieser Markt zu verändern. In den 2010er Jahren geriet das klassische Cerealienfrühstück zunehmend unter Druck. Nicht unbedingt, weil die Flocken plötzlich schlechter geworden waren, sondern weil sich die Vorstellung vom Morgen erneut verschob. Manche griffen zu Joghurt, Smoothies oder proteinreichen Produkten, andere kauften unterwegs Kaffee und etwas zu essen. Wieder andere ließen das Frühstück ganz aus. Die gefährlichste Konkurrenz stand damit nicht mehr unbedingt im Cerealienregal. Es war die Möglichkeit, dass Menschen die Schüssel am Morgen überhaupt nicht mehr brauchten. Denn gegen einen anderen Cornflakes-Hersteller konnte Kellogg's antreten. Gegen eine Generation, die morgens vielleicht gar keine Schüssel mehr auf den Tisch stellte, war das schwieriger. Plötzlich ging es nicht mehr nur darum, welche Marke im Regal gewann. Es ging darum, ob das Regal selbst noch dieselbe Bedeutung hatte. Ein Unternehmen, das jahrzehntelang daran gearbeitet hatte, Cerealien zu einem selbstverständlichen Teil des Morgens zu machen, musste nun zusehen, wie genau diese Selbstverständlichkeit verschwand. Und damit stellte sich eine Frage, die Bill Kellogg vermutlich nie erwartet hätte. Was verkauft man, wenn sich nicht das Produkt verändert, sondern die Gewohnheit, auf der das gesamte Geschäft aufgebaut ist? Kellogg's versuchte, auf diese neue Welt zu reagieren. Produkte wurden verändert, neue Zielgruppen angesprochen und auf den Verpackungen rückten Begriffe wie Protein und Ballaststoffe stärker in den Vordergrund. Dahinter blieb eine vertraute Strategie. Die Produkte sollten weiterhin für eine bestimmte Vorstellung von Gesundheit und Lebensstil stehen. Das 2023 zeigte sich schließlich auch in der Unternehmensstruktur, wie sehr sich Kellogg's verändert hatte. Die Kellogg Company wurde geteilt. Aus dem alten Konzern entstanden zwei Unternehmen. Kellanova übernahm große Teile des internationalen Geschäfts und Marken wie Pringles und Pop-Tarts. Das nordamerikanische Cerealiengeschäft wurde davon getrennt. Mehr als 100 Jahre später standen Wills Initialen wieder im Namen eines Unternehmens, W.K. Kellogg. Doch die Situation hatte mit 1906 kaum noch etwas gemeinsam. Damals wuchs der Cerealienmarkt rasant. Nun musste das neue Unternehmen um einen Platz in einem Frühstück kämpfen, das sich längst wieder verändert hatte. Wenn euch diese Geschichte bis hierhin überrascht hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Geschichten hinter den Marken, die wir jeden Tag sehen. Fast alles, worauf John Harvey seinen Ruf gebaut hatte, verlor später an Bedeutung. Das Sanitarium verschwand als Institution, viele seiner medizinischen Überzeugungen wurden verworfen. Wills Unternehmen dagegen musste sich immer wieder neu erfinden. Heute steht in irgendeinem Supermarkt eine rote Packung Cornflakes im Regal. Man kann sie nehmen, in den Einkaufswagen legen und weitergehen, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Auf der Packung stehen Zutaten, Nährwerte und Vitamine. Nichts erinnert an das Sanitarium in Battle Creek. Nichts an einen Arzt, der glaubte, Ernährung könne sexuelles Verlangen kontrollieren. Nichts an seinen jüngeren Bruder, der Jahrzehnte in seinem Schatten verbrachte und schließlich seinen eigenen Namen auf die Packung schrieb. Nur die Flocken sind geblieben. Was im Sanitarium als Teil einer medizinischen Ernährungslehre begann, wurde irgendwann zu einem ganz gewöhnlichen Frühstück. So gewöhnlich, dass kaum jemand beim Anblick einer Packung noch an Battle Creek oder an die beiden Brüder dahinter denkt. John Harvey Kellogg wollte mit diesen Flocken verändern, was Menschen begehrten. Bill Kellogg verstand, wie man Menschen dazu brachte, sie zu begehren. Und mehr als ein Jahrhundert später stehen sie noch immer im Regal.